So meine Lieben, was passiert, wenn ein Phaeton mit einem Passat CC in die Kiste steigt? Es kommt ein Arteon dabei raus und den hat sich unser Mitarbeiter Timo rauslassen und der klagt leider jetzt mit seiner originalen Anlage über eine Vibration in den Türen, die sehr unangenehm ist. Deswegen machen wir jetzt für euch eine Türdämmung im VW Arteon und es wird auch noch einen zweiten Teil geben, wo wir einen aktiven Subwoofer in den Kofferraum bauen, um richtig Mucke in die Bude zu kriegen. Viel Spaß dabei! Ein Arteon von VW ist jetzt unser Gast und zwar vom Timo. Und Timo arbeitet bei uns und der hat sich diesen Arteon rauslassen. Der sagt aber, bei gewissen Lautstärken, bei einem gewissen Sound, da scheppern die Türen. Also wir reden hier von Originalzustand. Und ich werde jetzt mal einen Soundcheck machen, um zu sehen, ob es wirklich so ist und wie der Sound überhaupt ist in dem Auto. Und danach werden wir natürlich die Türen dämmen für den Timo. Also Leute, wie schaut's aus mit dem Arteon und Scheppern? Wir haben tatsächlich Türen oder die Türverkleidung an sich fängt bei manchen Frequenzen zum Vibrieren an und bringt natürlich negative Geräusche mit rein. Und beim Autoradio stellt man fest, ab 3/4, wenn man aufdreht, wird es eh nicht mehr lauter. Also hier der Timo, der hat hier vorhin auch beim Sound den ganzen Bass mit reingedreht und hier halt alles voll aufgedreht. Wir versuchen jetzt mit Türdämmung erstmal das Fahrzeug ruhiger zu kriegen, damit auch ein besserer Bass da ist, ein schönerer und sauberer, wobei der jetzt nicht ganz so schlecht ist in dem Auto. Ist aber keine besondere Soundanlage hier drin. Und ja, insofern machen wir jetzt die Türverkleidung weg, werden die Türen dämmen und werden wieder alles zusammenbauen. Also die Original-Lautsprecher bleiben drin. Und damit wir mit dem Bass ein besseres Ergebnis kriegen, dass wir den hier nicht auf +9 machen müssen, weil alles ist hier ein bisschen so tricky, wenn man mehr Bass reinmacht, verlieren automatisch die Höhen an Brillanz, also ist alles andere als positiv. Deswegen werden wir noch einen zweiten Teil für den Arteon drehen, wo wir einen aktiven Subwoofer im Kofferraum installieren, um eben genau den Effekt zu haben, mehr Bass, aber nicht auf Kosten der Höhen und so weiter. Und lasst euch überraschen, Teil 2 gibt es natürlich auch. Deswegen wäre es natürlich cool, wenn ihr das Video nicht verpasst und die Glocke drückt und natürlich ein Abo da lasst. Also ihr Lieben, jetzt geht's los. Wir bauen beim Arteon VW die Türverkleidung weg, damit wir sie komplett dämmen können, die Türe. Ihr braucht dazu, wenn ihr das nachmachen wollt, einen 10er Gabelschlüssel, Remover-Material, also so Plastik-Remover und vielleicht einen kleinen Schraubenzieher und Torx, und zwar ein 30er. Und da mal ein herzliches Dankeschön an den Hannes, der hat nämlich beim letzten BMW-Video mich gemahnt, ihr nehmt die guten Vera Torx Schraubenzieher und verwendet selber andere im Webshop. Jetzt verwende ich die aus dem Webshop, ja, weil die sind nämlich ganz cool und deswegen machen wir das jetzt alles mit Optionswerkzeug. So, los geht's an die Türe vom Arteon. Zuerst müssen wir jetzt hier 2 Hauptschrauben lösen und da oben drinne ist schon, und da kommen wir jetzt mit unserem Mini-Schraubenzieher unten rein und können das hier raushebeln. Können wir mit dem Remover-Tool noch nachhelfen. So, das ist zum Wegmachen und jetzt können wir hier drinne mit einem 30er Torx die 2 Schrauben rausmachen. Und jetzt kommt unser 10er Gabelschlüssel zum Einsatz. Hier unten, Moritz, hast du es drauf? So, das müssen wir um 90 Grad drehen, damit sich das entriegelt. Und jetzt können wir mit dem Remover-Tool die Türverkleidung abklippen. Mal in die Ecke rein hier. So, und jetzt können wir alles mit den Fingern machen. Genau. So, das ist schon weg. Und jetzt müssen wir da oben bitte nicht mehr nach vorne reißen, sondern einfach nach oben raushebeln. Und jetzt haben wir schon die ganze Türverkleidung in der Hand. Hier kann man den Hochtöner abstecken. Und hier oben ist noch der Türentriegler. Der geht auch
leicht weg, indem man den hier entriegelt und abzieht. Okay, und jetzt haben wir noch diese Verbindung hier und damit haben wir die ganze Türverkleidung in der Hand. Wie beim Audi A6 gibt es hier dieses Teil, wo wir gerade eben mit dem Gabelschlüssel rumgedreht haben um 90 Grad. Dieses Längsloch ist nämlich in der Türverkleidung drin und damit ich es verriegel, mache ich es praktisch bloß einmal wieder zu und dann geht es über diese Ovalo-Öffnung wieder drüber. Hier ist noch ein Clip hängen geblieben, die sind aber super beim VW. Die kann man easy lösen und auch immer wieder verwenden. Habe ich bisher eigentlich noch keinen gehabt, wo kaputt gegangen ist. Kosten auch nicht viel, wenn man mal was braucht. Leute, sicherlich kennt ihr auch schon unsere Optionsdämmung. Das ist unser Dämmmaterial, mit dem wir jetzt das Blech ruhig stellen. Und damit fangen wir an. Wir brauchen beim Arteon 3 solche Dämmmatten pro Türe. Also Außenblech, Innenblech und dann natürlich noch die Türverkleidung. Kommen wir gleich dazu. Und wir werden dann auch noch unser 1 cm dickes Biplast nehmen, um den Schall, der praktisch hier in der Türe umeinander geistert, ruhig zu stellen. Anfangen können wir hinter der Serviceklappe, das können wir mal wegmachen, das Teil hier. So, können wir alles aushängen und jetzt können wir das Ganze hier auf die Seite tun. Und als allererstes würde ich jetzt hinten die Serviceklappe dämmen, damit die einfach mal grundsätzlich ruhig ist, weil das ist wie eine große Membran und je weniger die sich bewegt, umso mehr Bass kommt in den Fahrzeuginnenraum. So, dann schneiden wir uns da einen Fetzen zurecht. Sowas. So, dolle. Und den legen wir mal da drauf und arbeiten den da rein. Voilà, unsere Serviceklappe von hinten gedämmt. Und jetzt können wir die Außenhaut hier noch so gut wie möglich dämmen. Der Lautsprecher ist rein genietet, den lassen wir in dem Fall auch drin. Das wäre dann cool, wenn wir die Lautsprecher tauschen, dann könnten wir hier auch durch das Loch ans Außenblech besser durchgreifen. Wir machen jetzt alles durch die Serviceklappe, darum heißt es ja auch so. Dann schneiden wir uns mal so einen Fetzen zurecht. Wie möglich vor, damit wir möglichst viel Fläche von der Türe kriegen. So. Und den Teil machen wir noch möglichst hinter den Lautsprecher. Da kommen wir schon hin irgendwie. Muss halt lange Affenarme haben. Das wird alles schon ein bisschen besser. Ja, manchmal macht man sich halt auch dreckig. So. Weiter geht's. Wir können die Serviceklappe jetzt zumachen, weil wir hinteres Blech alles schon gedämmt haben. Jetzt bauen wir alles wieder so zusammen. Wir sind schon am Zusammenbauen. Leute, für viele von euch ist ja das Dämmen hier auch nichts Neues mehr. Wir haben da schon einige Videos drüber gemacht, übers Dämmen. Wir haben ein ganz cooles beim Opel. Da mache ich euch mal den Link oben rein in der Infokarte, damit ihr das Video mal anschauen könnt. Das war nämlich sehr difficult für Leute, die Türverkleidungen haben, die so große Blechlöcher drin haben und eine Brotzeitfolie. Das hier sind eigentlich schon sehr gute Türen, weil die besten Voraussetzungen bereits von Werk ab gegeben sind. Beim Opel war das bei weitem nicht so, da hat man mehr machen müssen. Hier können wir uns tatsächlich auf das Dämmen über die Dämmplatten, über das Betyl beschränken und sorgen dafür, dass der Lautsprecher hier cool läuft. Aber jetzt kommen wir hier zu diesem Blech und dämmen das. So, alles wieder zusammenstecken. So, also diesen Bereich brauchen wir jetzt nicht mehr dämmen. Haben wir von hinten gemacht, so gut es geht. Und jetzt geht's weiter.
So, und jetzt arbeiten wir uns nach unten. Ja, und für jeden, der jetzt, wie ich in den anderen Videos auch immer einzelne Stückchen macht, der kann das genauso machen. Ich zeige euch jetzt mal, was das für ein Aufwand ist, wenn wir uns praktisch diese ganze Folie um die ganzen Sachen drumherum arbeiten. Die Oberfläche nur anritzen. Nicht durchschneiden, sonst kommen wir natürlich unten auf dem Blech wieder raus, das wäre nicht schön. Oder hier bei den Kabeln zum Beispiel. Einfach die Kontur nachziehen. Jetzt haben wir aber überall gedämmt. So, nochmal überall jede Ritze ausdrücken. Hören Sie? Sie hören nix. Bup, bup, bup. Leute, so dämmen ist ja auch anstrengend, gell? Aber wie ist eure Meinung? Habt ihr schon mal ein Auto gedämmt, so wie das hier oder sowas Ähnliches? Wie ist eure Meinung zu dem Erfolg, was Dämmen bringt? Könnt ihr mal unten in die Kommentare reinschreiben. Da geht es weiter mit Optionsdämmung. Übrigens findet ihr alle Artikel, die wir hier im Video verwenden, bei uns im Videobeschreibungstext und könnt natürlich das alles nachmachen. So, was kommt hier? Was dürfen wir nicht verdecken? Eigentlich alles okay, aber jetzt kommt schon solche Fetzen hier. Also das sind so Teile, die halt bei der Auslieferung von den Teile an VW immer mit dran kleben, aber das kann Geräusche machen. Also wenn hier Bass und Vibration drin ist, sowas machen wir weg, wenn es irgendwie geht. Und das da dran hier auch. Und das hier auch. Alles, was irgendwie Geräusche machen kann. So, und jetzt ziehen wir das auf. So, die gibt erstmal Ruhe. Und jetzt kommt unser 1 cm dickes Biplast. Nochmal, das nimmt den Schall weg. So, und das probieren wir auch so gut wie möglich hier zu verteilen. Da schneiden wir hier so ein paar Teile rein. So könnten wir hier so. Hier ist übrigens die Vorrichtung für einen Mitteltöner. Sollte jemand eine andere Ausstattung haben, dann würde hier ein Mitteltöner drauf sitzen. So, da wir keine haben, machen wir das auch schön zu. Wichtig nur, solche Löcher hier nicht zumachen, bitte. Sonst kriegst du die Schrauben danach nochmal rein. Große Vorsicht ist jetzt auch geboten beim Wiederanmontieren der Türverkleidung, weil ihr könnt natürlich auch vergessen, sowas mit anzuschließen. Dann könnt ihr alles nochmal wegbauen, weil ihr dann später merkt, scheiße, mein Türöffner geht gar nicht mehr oder mein Hochtöner spielt nicht mehr. Und wir setzen dann das Ganze von oben ein. Aber jetzt machen wir es genau umgekehrt, wie wir es weggebaut haben. Hochtöner anklicken, hier unser Verbindungskabel für Fensterheber und Co. aufmontieren. So. Und natürlich hier den Türöffner wieder einhängen. So. Und drinne. Und jetzt müssen wir das alles von oben
wieder einführen. Und zwar natürlich auch der obere Clip. Das muss so weit oben sein, dass wir das alles hier reinziehen können. So. Bam. Und jetzt die Clips ganz sauber ausrichten, dass man merkt, die sind da in der Kuhle drinne. Und dann nur noch mit dem herzhaften Schlag einmal fixieren. Die gehen super easy rein. So. Und jetzt, was müssen wir natürlich machen? Mit dem Gabelschlüssel hier rein und eine Viertelumdrehung machen. 2 Torx wieder rein und Hannes, jetzt kommt deine Überraschung. Ob du es brauchen kannst oder nicht, ich schenke dir jetzt einfach so ein Torx-Set, damit wir alle zufrieden sind und du das mal ausprobieren kannst. Weil die sind eigentlich ganz gut. Also mir gefallen die, liegen gut in der Hand. So, und die Türverkleidung ist quasi jetzt montiert und jetzt kommen wir zum Soundcheck. Jetzt bin ich aber schon richtig gespannt, was abgeht mit einer, habt ihr das gerade gemerkt? Gefühlt klingt die ein bisschen satter wie vorher. Ein Highlight, da kann ich euch jetzt leider das ganze Lied nicht vorspielen, das Spanish Rose. Da ist am Anfang das Kontrabass und das bringt jede Türe zum Verzweifeln, außer sie ist enorm gut gedämmt. Also selbst wenn eine Türe ein bisschen immer noch kleine Vibrationen bei dem Song bringt, ist das noch relativ normal. Bring it back. So, und das probieren wir jetzt. Ich nehme euch mit auf 1, 2 Takte, damit ihr wisst, welches Lied das ist. Ich drehe voll auf, ja. So, mehr ist nicht zulässig für YouTube-Zensur. Die Türen sind ruhig. Die sind echt ruhig. Vorher haben die gemacht. Und das kann uns der Timo sicherlich bestätigen, dem wo das Auto gehört. Der kennt das ganze Gedritzen. Und jetzt ist es ruhig. Und jetzt hören wir uns noch ein paar Sounds an und schauen einfach, ob der Bass jetzt insgesamt besser geworden ist. Wir haben natürlich immer noch das gleiche Radio, das sind die gleichen Lautsprecher. Es ist da quasi kein Verstärker drin. Und die Endlautstärke ist etwas dürftig. Vielleicht machen wir ja noch ein Video, wie wir noch einen kleinen Verstärker mit dazu rüsten, ohne großartigen Aufwand. Ihr könnt ja mal dranbleiben. Wenn ihr das Video dann nicht verpassen wollt, dann klickt die Glocke und abonniert unseren Kanal. Ansonsten geht's jetzt los zum Soundcheck und da dürft ihr jetzt mithören, weil das sind jetzt GEMA-freie Songs, die wir für euch extra mal hier im Video haben. Ich drehe einfach voll auf. Also witzig am Radio ist es schon. Immer wenn Bass kommt, dann losen die Höhen ab. Also das heißt eigentlich, das Radio oder das Radioteil hat zu wenig Power, um den Bass, der eigentlich ganz gut kommt, so mit der Dämmung noch präziser, noch voluminöser. Aber die Höhen, die gehen in die Knie. Komisch. Also finde ich nicht ganz optimal. Man kann vielleicht damit klarkommen, aber ein zusätzlicher kleiner Verstärker wäre sicherlich ganz cool. Neu in unseren Videos wird auch jetzt sein zum Ohrenschmaus noch einen kleinen Augenschmaus und dazu drehe ich jetzt mal ein bisschen auf. Zurück vom optischen Schmankerl, jetzt zurück zur Technik und ich hoffe, die hat euch jetzt ein bisschen begeistern können. Mal überlegen, braucht man sowas, braucht man das nicht? Habe euch ja eh schon gefragt, schreibt mal rein, gefällt euch das Thema Dämmung? Und jetzt geht es ja dann im nächsten Teil um den Subwoofer hier im Arteon und ja, bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß daheim mit eurem Auto und bis zum nächsten Mal, euer Olli.